Hallo und herzlich willkommen. Guild Wars 2 hat vor kurzem seine zweite Erweiterung Path of Fire veröffentlicht und die Fortsetzung der Storyline in Form der lebendigen Welt Staffel 4 steht kurz bevor. Wenn ihr euch überlegt, ob ihr in dieses Spiel einsteigen wollt oder wenn ihr gerade angefangen habt zu spielen, aber noch nicht so richtig wisst wo lang, dann will ich euch in diesem Video ein paar Dinge mit an die Hand geben, damit ihr besser versteht, wie Guild Wars 2 funktioniert. Fangen wir an. Wenn ihr euch gerade erst entschieden habt, Guild Wars 2 zu spielen oder noch gar keinen Account habt, dann habe ich hier zwei wichtige Infos für euch. Erstens, Guild Wars 2 bietet Free-to-Play-Accounts an. Einfach auf der Guild Wars 2 Homepage einen Account anlegen und fertig. Free-to-Play-Accounts kommen allerdings mit einigen Einschränkungen daher. Diese sind größtenteils dazu gedacht, Goldseller fernzuhalten. Free-to-Play-Accounts können zu normalen Accounts aufgewertet werden. Entweder kauft ihr euch eine der beiden Erweiterungen Heart of Thorns oder Path of Fire für je 30 € oder kauft euch beide zusammen für 50 €. Danach ist euer Account ein vollwertiger Account und ihr behaltet alles, was ihr bisher erspielt habt. Guild Wars 2 hat ein sehr benutzerfreundliches Download-System. Wie bei anderen MMOs auch, ladet ihr euch zuerst den Client runter und startet diesen. Dieser beginnt dann damit, die Spieldateien herunterzuladen. Während ihr aber bei anderen Spielen darauf warten müsst, bis alles heruntergeladen ist, oftmals weit über 30 GB, reicht es bei Guild Wars 2, wenn ihr etwa 5 bis 7 GB heruntergeladen habt. Danach könnt ihr das Spiel starten, während der Rest im Hintergrund weitergeladen wird. Auf einem neuen Account ist die erste Entscheidung, die ihr treffen müsst, auf welchem Server ihr spielen wollt. Diese Wahl gilt für euren gesamten Account. Ihr könnt im späteren Verlauf einmal alle 7 Tage den Server für eine Gebühr in Juwelen wechseln oder auch kostenlos, wenn ihr all eure Charaktere löscht. Die Wahl des Servers ist nur wichtig, wenn ihr WVW, Welt gegen Welt spielen wollt. In diesem Format kämpfen mehrere Server auf großen Schlachtfeldern gegeneinander und ihr könnt immer nur mit Spielern von eurem Server zusammen in die Schlacht ziehen. Abseits davon ist der Heimatserver völlig egal. Der Guild Wars 2 besitzt ein System, welches sich Megaserver nennt. Beim Megaserver-System wird für jede Karte eine Instanz erstellt und alle Spieler, die eine Karte betreten, werden in diese Instanz geladen, egal auf welchem Server sie normalerweise spielen. Ist eine Instanz voll, wird einfach eine neue eröffnet und die zusätzlichen Spieler werden verteilt. Das System priorisiert Instanzen, auf denen sich Freunde, Gildenmitglieder, Spieler des gleichen Servers und Spieler mit den gleichen Spracheinstellungen befinden. Habt ihr euch für einen Server entschieden, erstellt ihr euren ersten Charakter und steht vor der Wahl, welche Rasse und welche Klasse, bei Guild Wars Profession genannt, ihr spielen wollt. Guild Wars 2 bietet 5 Rassen und 9 Klassen zur Auswahl, es gibt aber keinen Gender- oder Class-Lock. Das heißt, jede Rasse gibt es in männlich und weiblich und jede Rasse kann jede Profession spielen. Eure persönliche Geschichte, also die Hauptgeschichte des Spiels, unterscheidet sich teilweise, wenn ihr andere Rassen oder Professionen spielt. Somit beginnen alle Rassen an unterschiedlichen Orten und erst mit Level 40 vereint sich die Geschichte an einem zentralen Punkt, um sich dann nochmal je nach Entscheidung des Spielers aufzuteilen. Von den 9 Klassen sind nur 8 auf einem Free-to-Play-Account freigeschaltet. Für die 9., den Wiedergänger, braucht ihr eine der beiden Erweiterungen. Mit allen Klassen kann man in Guild Wars 2 Spaß haben. Wenn ihr einen einfachen Start haben wollt, entscheidet euch für einen Nekromanten, Waldläufer, Krieger oder Wächter. Wenn ihr Karten schnell vervollständigen wollt, dann empfehle ich einen Dieb, weil er sich unsichtbar machen kann und viele Bewegungsfertigkeiten besitzt. Das maximale Level bei Guild Wars 2 ist 80. Aber verschwendet nicht eure Zeit damit, Monster zu töten, diese geben nur relativ wenig XP. Um schnell zu leveln, solltet ihr die Aufgaben und Events auf den Karten, die persönliche Geschichte und Dungeons machen. Diese geben deutlich mehr XP und bieten auch noch mehr Spaß, als endlos Mobs zu grinden. Auf den meisten Karten von Guild Wars gibt es mehrere Aufgaben. Diese sind mit einem Herzsymbol markiert und sind am ehesten mit traditionellen Quests zu vergleichen. Um diese abzuschließen, müsst ihr verschiedene Aufgaben erledigen. Zum Beispiel Kühe füttern, Pflanzen wässern und Banditen davon abhalten, das Heu anzuzünden. Diese Aufgaben sind in der Regel sehr schnell erledigt und geben euch viel XP, etwas Karma und Gold. Die Aufgaben zählen zu Karten- und Welterkundung.
Habt ihr alle Elemente einer Karte entdeckt, dazu zählen Aufgaben, Wegmarken, Panoramen, Sehenswürdigkeiten und Heldenpunkte, bekommt ihr eine Belohnung in Form von XP und Gegenständen. Während ihr euch auf den Karten bewegt, werden euch immer wieder Events begegnen. Dynamische Quests, die entweder automatisch starten oder von einem Spieler aktiviert werden. An einem Event kann jeder teilnehmen. Und wenn ihr levelt, solltet ihr jedes Event mitmachen, dem ihr begegnet. Alle Events skalieren, wenn mehr Spieler teilnehmen. Und für einige Events braucht man auch eine kleine Gruppe an Spielern, um sie überhaupt zu schaffen. Viele Events sind Teil von Eventketten, sodass auf ein erfolgreich abgeschlossenes Event gleich das nächste folgt. Abseits der Karten gibt es noch 2 weitere Möglichkeiten, XP zu erhalten. In der persönlichen Geschichte wird in Instanzen die Geschichte eures Charakters und von Guild Wars 2 erzählt. Am Ende eines jeden Abschnitts bekommt ihr XP und andere Belohnungen. Außerdem hilft euch die Geschichte, euch in der Welt von Guild Wars 2 zurechtzufinden und bringt euch an wichtige Orte. Das erste Kapitel schaltet ihr mit Level 10 frei und dann alle 10 Level. Ab Level 30 könnt ihr ins erste Verlies, die Katakomben von Askalon. Verliese unterteilen sich in 2 Modi, Geschichte und Erforschung. Der Story-Modus erzählt parallel zur persönlichen Geschichte eine Nebenhandlung, bei der es um die Mitglieder der Klinge des Schicksals geht. Jeder Spielercharakter trifft während seiner persönlichen Geschichte auf mindestens ein Mitglied der Klinge des Schicksals. Nachdem der Story-Modus beendet wurde, schaltet sich der Erforschungsmodus frei. Dieser ist schwerer und die Handlung dreht sich um das Verlies selber und was dort für Schwierigkeiten auftreten, nachdem die Ereignisse aus dem Story-Modus ihren Lauf genommen haben. Der Erforschungsmodus stellt immer mindestens 3 unterschiedliche Wege bereit und die Gruppe stimmt ab, welchen Weg man nimmt. Beim Beenden von Story- oder Erforschungsmodus gibt es XP, Gold, Karma und Verliesmarken. Diese können benutzt werden, um Waffen, Rüstung und Runen zu kaufen. In Guild Wars 2 gibt es 9 verschiedene Handwerksberufe. 3 für Waffen und Sigile, der Waffenschmied, der Weidmann und der Konstrukteur, 3 für Rüstungen, Taschen und Runen, der Rüstungsschmied, der Lederer und der Schneider, den Juwelier für Accessoires und Tränke, den Chefkoch für Nahrung und Farben und den Schreiber für Gildendekoration. Während die ersten 8 Berufe ähnlich aufwendig und teuer zu leveln sind, kostet der Schreiber ein Vielfaches mehr. Dies liegt daran, dass er für Gilden gedacht ist. Die meisten Gegenstände, die ein Schreiber herstellt, bringen einer Gilde Vorteile und deswegen ist er auch so ausgelegt, dass mehrere Mitglieder einer Gilde sich an den Materialkosten beteiligen. Mehr dazu erfahrt ihr bei einem späteren Video über Gilden. Jeder Charakter kann aktiv 2 Handwerksberufe lernen. Wollt ihr einen dritten mit dem gleichen Charakter lernen, müsst ihr euch entweder eine zusätzliche Handwerkslizenz im Edelsteinshop kaufen oder einen der anderen beiden Berufe aufgeben. Ihr könnt den aufgegebenen Beruf jederzeit für eine kleine Gebühr wieder aufnehmen und weiterleveln, müsst dafür aber wiederum einen anderen aufgeben. Während ihr einen Handwerksberuf levelt, erhaltet ihr auch XP für euer Charakterlevel. Somit könnt ihr über das Leveln eines Handwerksberufs insgesamt 10 Level für euren Charakter erhalten. Die Materialien für die Berufe erhaltet ihr in der offenen Welt. Erz, Holz, Gemüse und Obst können auf allen Karten abgeerntet werden. Manche Materialien können zusätzlich oder ausschließlich von Gegnern erbeutet werden und einige wenige müsst ihr euch bei Händlern für Gold oder Karma kaufen. Ernteknoten sind alle charakterbasiert. Das heißt, dass ihr denselben Knoten mit all euren Charakteren ernten könnt. Andere Spieler können euch einen Knoten daher auch nicht wegnehmen. Die meisten Ernteknoten regenerieren innerhalb einer Stunde. Einige wenige, zum Beispiel reichhaltige Erzadern, regenerieren nur alle 24 Stunden. Erntewerkzeuge erhaltet ihr für Karma oder Gold bei Händlern, beziehungsweise bekommt für den Anfang einige bei bestimmten Leveln als Belohnung. Erntewerkzeuge gibt es in 6 verschiedenen Stufen, wobei die höheren Stufen immer auch benutzt werden können, um Knoten niedrigerer Stufe abzuernten. Im Edelsteinshop gibt es außerdem noch unendliche Werkzeuge zu kaufen, welche sich nie verbrauchen. Wenn ihr Handwerksberufe zum Leveln benutzen wollt, empfehle ich euch einen Rüstungsberuf, der zu eurer Klasse passt, damit ihr euch immer zu eurem Level passende Rüstung herstellen könnt, und einen zweiten, der entweder die meisten Waffen eurer Klasse herstellen kann oder einen Chefkoch. Mit diesem Überblick solltet ihr euch im Spiel gut zurechtfinden und habt einen Leitfaden, um Level 80 zu erreichen. In weiteren Videos werde ich euch erklären, was ihr dann alles tun könnt. In meinem zweiten Video Adeptenhandbuch zu Guild Wars 2 erkläre ich, wie Gilden, Elite-Spezialisierung und Beherrschung funktionieren. Wenn ihr weitere Fragen habt oder Anschluss sucht, besucht die Seite der deutschen Guild Wars 2 Community oder schreibt mich in-game an für einen kleinen Plausch. Viel Spaß beim Spielen und bis zum nächsten Mal, euer Alskaya.